Das allerletzte Spiel in FIFA in unserer Karriere mit Juve. Das Champions League Finale im Old Trafford. Ich denke mal, einen schöneren Ort kann es dafür einfach nicht geben. Natürlich angeführt von Buffon als Kapitän, der heute also zumindest virtuell diesen Champions League Pokal endlich in die Höhe stemmen soll. Das, was er mit Juve in Realität nie geschafft hat. Und auch das, ja, ist einer der wenigen Titel, die er noch nicht gewonnen hat. Jetzt hat er hier die Möglichkeit in unserem wirklich allerletzten Spiel mit Juve. That's it. Ein letztes Mal die Champions League Hymne hier in FIFA. Das ist unser Gegner heute, Atletico mit Oblak. Auch schon über 30. Das wird also auch seine letzte Chance wahrscheinlich sein, den Champions League Titel zu holen. Dreierkette mit Varane, Marquinhos, Kondogbia liest sich auch nicht schlecht. Dazu Szoboszlai, De Paul, Felix vorne, David, Molina, Carrasco. Also das wird heute auch nicht ganz so leicht werden. Und bei uns Buffon und ansonsten die A11. Vlahovic vorne mit Chiesa. Los geht es. Wir nehmen nämlich schon ein bisschen Abschied von FIFA. Das nächste Spiel heißt der EA Sports FC, aber bis dahin spielen wir hier nochmal und dann können wir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten Jahre passiert ist. Aber jetzt gilt es erstmal, diesen Champions League Titel zu holen für Buffon. Das Ziel, was ich von Anfang an ausgegeben habe, da hätte ich auch einen Meistertitel dann gerne eingetauscht, wenn ich dann sicher Champions League Sieger werden würde. Aber die Meisterschaft haben wir ja auch geholt. Also habe ich damit meinen Frieden auch schon mal geschlossen. Das Ding ist jetzt also auch abgearbeitet. Jetzt geht es halt nur noch vor allem, um den Champions League Titel heute. Und wie gesagt, ich glaube, mit dem Old Trafford hätte man kein schöneres Stadion auswählen können. Natürlich zu Hause, theoretischerweise in unserem Stadion. Aber gut, das Wembley-Stadion wäre natürlich auch noch geil gewesen, aber das Menu-Stadion ist auch nicht ganz so verkehrt. Gravenberg. Erste Aktion vielleicht. Schade. Und darauf wird es halt auch ankommen. Gravenberg ist gut drauf. Der läuft schon mal viel jetzt. Läuft viel zu, läuft viel ab. Und dann geht das gleich in die richtige Richtung. Zakaria. Vorne die zwei. Ich weiß ja nicht, wie Atletico dann agiert, wenn sie den Ball haben. Aber zurzeit stehen sie hinten drin. Kein freier Platz. Dann versucht Zakaria mal allein. Ja, so wie man Simeone halt kennt, ne? Atletico defensiv sehr stark wahrscheinlich. Aber irgendwann wird sich vielleicht auch mal die Lücke ergeben. Zakaria, der erste Versuch mal. Eine kleine Annäherung. Gut, der ging halt weit vorbei in die Zuschauermenge. Oh, da kriegt der eine Reporter den fast noch an den Rücken gespielt. Ja, dann hätte ich das auch nicht gedacht, dass ich 2 Jahre hintereinander, oh, Bremer schraubt sich hoch, perfekt, dass ich 2 Jahre hintereinander mit meinen Mannschaften hier im Champions League Finale stehe. Dortmund wieder Meister geworden ist mit wieder über 90 geschossenen Toren gegenüber den Bayern. War doch gar nicht so verkehrt. So, nochmal, Kulusewski über außen diesmal, Gravenberg, so und jetzt Zakaria, das ist eine bessere Position. Zum ersten, zum zweiten, Talisca, ja. So sieht's auch aus. Also gleich mal gezeigt, wer hier heute Favorit ist. Und bislang geht das auch nur in eine Richtung. Aber ihr wisst, wie schnell sowas auch in die andere Richtung gehen kann. Kulusewski jetzt hat auch wieder viel Platz. Und Oblak muss sich da ganz lang machen. Also ein sehr guter Start bislang von uns. Hinten lassen wir eh nichts zu bislang und vor allem in der Champions League hat das in den letzten Spielen richtig gut geklappt, außer gegen City. Da gab es dann nochmal ein paar Gegentore, aber ansonsten PSG eigentlich ohne Probleme. Dann Marseille, das war mit das leichteste Spiel so in der K.O.-Phase.
Und jetzt ist halt heute hier entscheidend, auf dem Platz. Und egal, ob nach 120 Minuten oder nach dem Elfer-Schießen. Vielleicht macht Buffon den entscheidenden Elfer ja sogar selber rein. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Erster Schuss von Jonathan David. Oder Jonathan David, je nachdem wie ihr es wollt. Und Buffon, den schaut er über das Tor drüber. Mit all seiner Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt momentan ist hier in FIFA. In meinem Speicherstand bestimmt schon so an die 44 oder so. Achtung, nächste Chance. Und das erste Tor. Eiskalt erwischt durch João Felix. Nach 28 Minuten. Der erste vernünftige Angriff, der erste gescheite Schuss aufs Tor. Und so schnell kann es dann halt auch gehen. Zu viel Platz gelassen aus 16 Metern, strammer Schuss. Und da kann Buffon zum ersten Mal leider nur hinterher gucken. Durch die Beine auch noch von Bremer. Nichts zu machen. Also 1:0. Der Rückstand, aber da lassen wir uns gar nicht von verrückt machen. Jetzt erst recht, würde ich sagen. Aber wie? Ist die Frage. Talisca, Kulusewski. Ja, da ist ein bisschen Platz. Hat er die Lücke gut gesehen. Gravenberg. Und dann kommt der leider zu weit. Ja, das passt natürlich jetzt Atletico genau. Richtig. Wieder Felix. Achtung. Gegen Zakaria und gegen Davis. Gegen 2 Mann. Da darf er einfach nicht durchkommen. Nächste Chance. Und Bremer ist jetzt mal da. Und Atletico wird stärker. Die haben jetzt ein bisschen Blut geleckt. Durch die Führung. Aber auch wir kommen eigentlich easy peasy nach vorne. Alaba. Und dann steht die Mitte wieder dicht. Zakaria steckt da durch auf Vlahovic. Schön gemacht. Schöner, schneller Abschluss. Ah, es gibt sogar Ecke. Okay, habe ich gar nicht gesehen. War noch einer dran. So, mal eingeschalten Eckball. Seit Spielen wieder. Das wäre so wichtig. Vlahovic, da ist keiner. Außer Zakaria. Da ist nochmal Zakaria wieder abgeblockt. Und jetzt gibt es Abschluss. Jetzt war Vlahovic dran. Ja, eigentlich ein komisches Finale. Wir sind eigentlich besser. Aber Atletico führt halt. Durch einen platzierten Schuss von João Felix. Und der Titel rückt damit erstmal in weite Ferne. Achtung, wieder Felix und Dika. Ganz stark, sehr fair vor allem. Und die nächste Chance, Atletico mit 5, 6 Mann hinten gefühlt. 5er-Kette, das ist echt schwer, aber wir kriegen es hin eigentlich. Bislang gut gemacht. Chiesa, spitzer Winkel, hat er öfter schon gemacht. Und wieder Oblak. Da muss doch mal irgendeiner reinfallen. Ne, jetzt macht ja auch ein Rechtsfuß bzw. ein Linksfuß zum Tor hin. Hier schießt sie nämlich auch mit viel Effet. Talisca, da bleiben die Keeper meist auf der Linie. Ah, hier nicht, schade. Bisschen zu nah ans Tor ran. Ja, und da muss was in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall passieren bei uns vorne. Oh, Achtung, die kann nicht rauslocken lassen, dann lieber mit Alaba drauf. Alaba, Achtung, kein Foul. Sehr schön, gut verteidigt. Jetzt gehen wir mit dem Rückstand in die Pause. Wir schütteln uns jetzt kurz. Und dann gehen wir nochmal Vollgas. Jetzt spielen wir auch auf unsere Kurve. Dann schießen wir da die Tore, weil es ist, wie gesagt, eigentlich ein sehr einseitiges Finale. 10 Schüsse schon wieder, aber halt erwartete Tore 0,6. Das heißt, dass halt die meisten Schüsse weit vorbei gingen. Aber ich würde daran jetzt auch nichts verändern, weil wie gesagt, guck mal, die sind noch fit, die sind noch nicht so viel gelaufen. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ist, dass ich Vlahovic vorne bleiben lassen gebe und Talisca. Dass zumindest dann 2 Leute vorne sind. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal rein. Letzte Halbzeit also. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier noch gebogen bekommen oder ob Buffon noch länger warten muss. Atletico mit viel Platz. Und Alaba wieder dazwischen. Sehr schön. Passen gut auf. Und jetzt die Chance. Talisca, wo ist denn Vlahovic? Da läuft er durch. Können wir mal lang schicken, aber nicht gegen Marquinhos, oder? Ja, bis am Trikot gezogen. Ja, dann spielen die das halt so wieder raus. Das Pressing schön und gut, aber es muss auch klappen. Okay, es klappt. Ich nehme alles zurück. Hat gerade gut geklappt, aber der Ball nicht
Der muss halt dann auch genauer kommen. Schade, aber egal, es geht weiter. Wir haben ja gar keine Zeit, um uns darüber aufzuregen. Schön von Zakaria. Und jetzt der Pass durch. Vlahovic, jawohl. Aber alleine wird ein bisschen schwer. Talisca und jetzt die Chance. Kulusevski geblockt. Gut gespielt, aber Atletico hat immer noch einen Fuß bislang dazwischen. Felic. Gute Spieleröffnung. Gut gemacht. Und wieder ein Dicker dazwischen. Ein ums andere Mal. Richtig gut. Davis. Jetzt Chiesa sehen und Vlahovic in der Mitte. Egal wie, der muss jetzt auch mal zum Kopfball hin. Oder Talisca. Ja, Vlahovic setzt danach. Ist viel Stückwerk. Ist so eine Art Abnutzungsfight hier gegen Atletico. Auch der Ball bringt leider nichts. Die werden jetzt natürlich sich mit Mann und Maus hinten reinstellen, ist doch klar. Aber diese eine Lücke gibt es immer wieder. Und Talisca ist da. Mit dem Ausgleich. Die Lücke war nicht groß, aber genau so groß. Und sie hat gereicht, dass Talisca zum Ausgleich einschießen kann. Und was für eine Granate auch, ne? Hier Platz über außen. Chiesa durch, eine Ballrolle und dann ist es hier. Der ganz, ganz wenige Platz. Kulusevski geht nicht hin, sonst wäre er am Abseits gewesen. Und dann hätte das Tor wahrscheinlich nicht gezählt und somit auch Oblak ohne Chance. Also 1-1, Ausgleich. Aha, ich bin aber nicht als Heimmannschaft aufgezählt. Da scheint der Reporter, glaube ich, nicht den Durchblick zu haben. Egal, 1-1. Jetzt mal gucken, wie Atletico das macht. So, wir in Ballbesitz, wir also nach wie vor die bessere Mannschaft. Haben also das Heft des Handelns in der Hand. Und den nächsten Angriff. Chiesa, Davis, sehr schön und ab zur Mitte hin. Und Vlahovic lässt er sich fallen. Da ist er, da ist Vlahovic. Chance um Chance hier. Wir sind schon wieder gefühlt an den 20 Schüssen dran. Was mache ich da? Bespreche ich das gerade mit dem 4. Assistenten oder was? Ich hole mir wieder hier Talisca ran. Das ist jetzt der entscheidende Move. Und jetzt schön auf den Elferpunkt. 3 Balken voll. Da ist wieder Davis. Vlahovic und Gravenberch. Komm, der hat schon das ein oder andere schöne Tor gemacht. Abgefälscht. Bremer. Wo will er hin? Da will er hin. Gravenberch. Und Vlahovic setzt nach. Kommt aber nicht ran, aber Kulusevski. So, und Alaba erstmal aufbauen. Das ist jetzt eine gute Druckphase hier von uns. Aber auch immer aufgepasst, bei Ballverlust droht sofort der Gegenstoß von Atletico wieder. Zakaria, der war ein bisschen weiter vorbei, leider. Schade. Diesmal zu unplatziert. Larsson, den kann ich nicht reinbringen. Ach, siehst du, Lukaku habe ich nicht mitgenommen. Das habe ich vergessen. Jetzt, wo ich Larsson sehe, ich wollte noch Lukaku mitnehmen. Naja. Müssen wir es halt in 90 Minuten regeln. Oder Larsson dann halt reinwerfen. Kulusevski und jetzt oben Zakaria, genau. Und Chiesa, wenn er durchläuft. Jawohl, das ist die Chance. Zakaria in der Mitte. Nein. Da hätte ich vielleicht selber versuchen sollen. Aus dem Winkel. Das hat Chiesa auch schon öfter mal gemacht. Und wieder abgefangen. Das ist wirklich eine sehr, sehr einseitige Partie. Besonders in der zweiten Halbzeit. Und wieder die schwarze Mamba hier vorne. Und der Eckball. Müsste Ecke geben. Gibt auch die Ecke. Kulusevski geht hin. Vielleicht mal kurz jetzt, wenn Chiesa kommt. Chiesa mit Kulusevski. Jetzt kommt da keiner. Doch, da ist er wieder. Da ist Talisca abgeblockt. Und Dika als Innenverteidiger auf der Außen. Warum nicht? Ich habe jetzt aber keinen. Doch jetzt. Gravenberch. Allein gegen alle. Schade. Kulusevski. Und dann hätte ich oben Chiesa gesehen. Das wären dann die nächsten Spielzüge gewesen. Aber wieder der Ballgewinn. Also es ist echt ein sehr, sehr einseitiges Finale. Wir gewinnen Zweikämpfe, wir spielen uns Chancen raus, wir machen Druck, aber am Ende bringt es leider nichts, wenn dann Atletico in der letzten Sekunde das Tor macht und uns dann in den größten Trümmerbruch entlässt in EA Sports. Achtung. Oblak, Alaba, da muss er eigentlich hin. Und jetzt aufgepasst, jetzt ist es 4 gegen 3, jetzt haben wir Unterzahl. Oh, wie kommt das denn? Aufgepasst, Felic ist vorne und die 3 anderen auch in der Mitte. Jetzt müssen wir stehen. Jetzt müssen wir gut stehen und Bremer steht gut. Perfekt. Gibt zwar den Einwurf, aber egal. Das war gerade ein bisschen zu luftig. Jetzt kommt Fekir rein.
Es gibt den Eckball, aufgepasst. 3 Minuten vor Schluss vor ihrer eigenen Fankurve. Ja, wir müssen da mal gucken, wenn es Verlängerung gibt, wo wir nochmal wechseln können. Oder vielleicht gibt es ein Last-Minute-Ding hier. Sowohl für die einen als auch für die anderen. Achtung, Zakaria. So, und jetzt Last-Minute-Ding. Hopp. Das ist der letzte Sprint. Jetzt kommt Chiesa, lauf durch, dann kriegst du den. Da ist er. Und das ist jetzt die Chance, wenn er sich durchsetzt. Das könnte der Champions League-Titel werden. Das wird auch der... Oh, nee, wird er nicht. Schade. Zu groß angekündigt. Zu groß angekündigt. 2 Minuten gibt's noch. Gibt's vielleicht noch einen Ballgewinn? Ich hoffe, es geht in die Verlängerung. Alaba grätscht nochmal. Unnötigerweise dazwischen. Ich will noch nicht so groß hier abschreiben, weil es ist... Obwohl, jetzt müsste eigentlich Schluss sein. Außer er verliert nochmal den Ball. Nee, schade. Der Angriff von Chiesa, wenn wir den einfach konsequenter zu Ende spielen und nicht schon vorher jubeln. Ich glaube, dann steht es wirklich 2-1 und dann wäre das Ding schon durch gewesen. Egal, Verlängerung. 17:3 Schüsse. Also Bologna lässt grüßen, ey. Aber es ist egal. Jetzt müssen wir vorne gucken, was mit Vlahovic ist. Und wir müssen auf jeden Fall vorne ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkriegen. Chiesa will ich eigentlich drin lassen. Ich will eigentlich alle drin lassen, aber ich setze jetzt hier Kostic ein, bringe Chiesa über die andere Seite. Ist der wirklich Rechtsfuß? Muss ich mal gucken. Rechtsfuß, aber hat 4 Sterne schwacher Fuß. Machen wir so. Davis hinten, wobei, nee, vorne. Hinten brauche ich mehr Geschwindigkeit. Dann würde ich Geertruida reinbringen für Alaba. Und Kamavinga für Talisca. Komm, das muss er jetzt machen. Und Vlahovic lasse ich vorne drinne. Shame on me, dass ich Lukaku nicht mitgenommen habe. Aber wir brauchen auch vorne wieder. Wenn wir pressen wollen, Geschwindigkeit, Frische. Und ein Kamavinga, der gleich mal einen Ball abfängt. Sehr schön. Boah, Elfmeterschießen wäre natürlich Horror. Das ist reine Glückssache. Das ist wirklich reine Glückssache. Das weißt du vorher nie. Aber vielleicht schaffen wir es ja vor dem Elferschießen. Vlahovic, nein, falscher Ball in der Mitte. Wäre gewesen. Kamavinga, Vlahovic. War im Abseits, deswegen geht er nicht hin. Aber der Ball muss vorher auf Vlahovic kommen. Da war die große Chance. So, und hoch da. Nächsten Zweikampf gewinnen, Geertruida. Perfekt. Perfekt. Es läuft alles. Bremer hat hinten hoffentlich alles im Blick. Den Laden hält er dicht und vorne. Ja, die stehen mit 3 Mann hinten. Und wir mit unseren schnellen Leuten. Ja, abseits wieder zu langsam. Zu schnell gelaufen, zu langsam gespielt. Da kommen jetzt auch nicht mehr alle mit nach hin. Die sind auch nicht mehr so fit. Bei denen leuchtet auch schon die rote Lampe. Und das Hinterherlaufen, das wird natürlich jetzt noch mehr Kraft kosten. Schön gespielt, Davis. Und jetzt Vlahovic in der Mitte. Muss sich positionieren. Vlahovic. Aber so doch nicht. 99. Minute. Den kann er sogar vielleicht nochmal annehmen. Da hat er Zeit. Und wenn er einen Flugkopfball macht, dann aber bitte nichts aus 5 Metern, 5 Meter vorbei. Monsterchance. Ob eine so nochmal wiederkommt, weiß ich nicht. Aber auch wieder ein Spiegelbild unserer Saison, dass wir so Dinge einfach nicht machen. Kamavinga. Vorne Vlahovic gegen 6 Mann alleine. Also das ist jetzt wirklich defensiv ein Abnutzungskampf, was Atletico macht. Da wird auch, glaube ich, nach vorne nicht mehr viel gehen, obwohl Immobile haben sie jetzt reingebracht. Szoboszlai ist auch noch nicht ganz ausgepowert. Ja, ich will jetzt niemanden Fehler machen, ne? Ich will jetzt auch nicht hier unnötig ins Risiko gehen. Aber trotzdem das Ding nach 90, beziehungsweise jetzt nach 120 Minuten dann entscheiden. Und vielleicht jetzt die Chance, Vlahovic. Und jetzt Davis, nächster Schuss. Aber auch der wieder weit vorbei. Gut, bei Davis verstehe ich das. Der ist jetzt nicht hauptberuflich Stürmer. Tja, soll ich es riskieren mit Larsson? Wohl, Vlahovic hat noch genug Kraft. Ich brauche den. Ich brauche beide im Prinzip. Ich brauche auch Lukaku. Der schmollt jetzt aber zu Hause, berechtigterweise. Einmal müssen wir noch, mindestens. Einmal 15 Minuten. Und bis auf dieses Tor, wie gesagt, ihr seht das, 20 Schüsse mittlerweile. Das ist, glaube ich, eines der einseitigsten Finals, die wir hatten. Das war selbst mit Dortmund dann spannender. Als die Bayern dann geführt haben und dann in allerletzter Minute Ryan Kent in Istanbul. Wer macht's heute hier in Manchester? Davis müsste eigentlich auch noch Kraft haben, Zakaria. Und jetzt Vlahovic im richtigen Moment.
Ja, gut gemacht. Erstmal ein Körper dazwischen. Und jetzt Kamavinga, da ist er. Und jetzt, da ist Mr. Schöne Tore, Gravenberch. Schade. Aber auch er, ihr seht das, der läuft zu, gewinnt viele Zweikämpfe. Unterbricht das Spiel des Gegners. Und Atletico stehen K.O. Die sind stehen K.O. Vlahovic, jetzt die Chance. Vlahovic! Und das könnte der Titel sein. Und ein Glück ist er noch auf dem Feld und nicht schon auf der Bank. Und alle stürmen sie jetzt, bis auf Buffon, der weiß, es ist noch nicht so weit. Ein paar Minuten sind es noch. Piano, Suce. Aber das müsste Atletico jetzt auch erstmal aufholen. Es war kein Abseits, genau im richtigen Moment. Genau dieser Moment, wo der Verteidiger stehen bleibt. Stürmer läuft weiter, genau in diesen Zeitkorridor. Spielt er diesen Ball rein und Vlahovic ist halt Vlahovic die Saison. Der ist im Strafraum einfach eine richtig geile Maschine. Wird er endlich der Heilsbringer? 111. Minute. Ist das entscheidende Tor zum Champions League Titel? Es sind noch 8 Minuten. Und bei dem, was bislang so passiert ist, ihr seht Atletico, die sind stehen K.O. Die können nicht mal einen Ball über 10 Meter spielen. Und das ist wirklich mehr als verdient. Also wie gesagt, bei über 20 Schüssen und dann nur 2-1, das ist eigentlich lächerlich. Aber es scheint so, als würde er es endlich schaffen. Buffon. Seinen ersten Champions League Titel, wenn auch nur virtuell, aber er holt ihn. Vlahovic, ja, außer Atletico macht jetzt nochmal was. Achtung, Felix Baumgartner auch neu drin, der hat noch Kraft, aber Geldbrüder auch. Da müssen wir jetzt zur Not auch mal einen Foul ziehen, genau, gelbe Karte, da gibt es jetzt Gott sei Dank nichts, aber ein Foul ziehen, das Tempo rausnehmen. Noch 2,5. Bis zum Titel. Soboschlei, Ndika nochmal dazwischen. Auch überragend, was der alles abgefangen hat. Kamavinga, so, Gravenberch und jetzt. Alle nach vorne, nochmal vernünftig. Das zu Ende spielen, aber so nicht. Atletico kommt nochmal in die Nachspielzeit. 1 Minute gibt es nur oben drauf. Oh, Achtung, nochmal eine Chance. Bremer kommt nicht ran, aber Buffon hält ihn fest, hält seinen Champions League Titel fest. Denn das war's. Und wir haben es geschafft und es ist endlich soweit. Zumindest hier virtuell ist es soweit. Champions League Sieger und ganz besonders Buffon. Dieses Bild müsst ihr euch wirklich einrahmen. Das wird es nie geben in echt. Schade. Schade, schade. Aber hier haben wir es geschafft. Er kann selber kaum glauben, ey. Was muss da jetzt in ihm los sein, in ihm vorgehen? Schade, dass er es damals nicht gepackt hat gegen Real. Das wäre... Viele haben immer noch dieses Bild im Kopf, wo er am Champions League Pokal vorbeigeht. Ganz traurig, aber jetzt hat er ihn. Und jetzt darf er ihn persönlich entgegennehmen. Das allerletzte Spiel in FIFA. Allerletzte Karriere. Das allerletzte Karrierespiel. Vlahovic. Der Titelbringer. Castells mit da, aber ihm gehört der Pokal. Er darf ihn entgegennehmen. Und kein anderer. Ein Bild für die Ewigkeit. Buffon mit dem Champions League Titel. Was für eine Legende. Und er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat zwar nie gespielt, fast. Seine Spiele kann man an einer Hand abzählen, aber er war immer da. Und gerade als Legende sich dann so zu verabschieden, was Geileres gibt es natürlich nicht. Sehr schön. Also, auch das haben wir abgeschlossen. Wir haben den Titel geholt. Den Champions League Titel. Genau, ab vor die Fankurve. Zack, und das bitte jetzt einmal einrahmen, Buffon. Was ein geiles Bild. Ey, überlegt mal, das wäre in echt so gewesen. Er mit dem Champions League Pokal vor den Juve-Fans. Tja, überragend. Überragend. So, und damit rien ne va plus, wie der Franzose sagen würde. Das war's. Ende aus Mickey Mouse. Das war's. Das war das letzte FIFA-Spiel, Karrierespiel von mir persönlich auf meinem YouTube-Kanal. Die nächsten werden dann unter EA Sports FC laufen. Tja, wir spulen nochmal bis zum Ende vor. Was gibt's zu sagen? Also ich persönlich, um mal so ein Fazit zu ziehen. Ich habe FIFA auch bei allen Bugs und bei allen schlechten Updates und das habe ich nicht auch gemeckert, aber es war auch irgendwie schön. Es war ein schönes Spiel.
Der Karrieremodus hat mir immer Spaß gemacht, die letzten Jahre, egal ob es mit Bayern war, damals noch mit Paris, mit Frankfurt, Dortmund. Hoffenheim hatte ich sogar auch mal eine Karriere, Juve jetzt natürlich. Also ich hatte viele, viele Mannschaften, Villarreal. Auch eine geile Saison damals mit Moreno gehabt, Onuachu und hast du nicht gesehen. Also es gab sehr, sehr viele schöne Momente. Und das bleibt am Ende. 2 Titel, der dritte, der ist leider schon im Achtelfinale geplatzt. Und ich glaube, man kann sagen, so als FIFA-Spieler generell, es war wirklich, wirklich geil. Also ich habe FIFA begonnen, glaube ich, FIFA 2002 war mein allererstes FIFA auf dem PC. Und von da ab jedes Jahr, entweder PC, später dann auf der Konsole, PS2, PS3, beziehungsweise Xbox bin ich ja dann umgestiegen. Dann auf dem PC. Es hat immer Spaß gemacht, wirklich. Es ist schade, es geht eine große Ära zu Ende. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass mal etwas Neues, bisschen frischerer Wind reinkommt und mit EA Sports FC, ja, kann vielleicht einiges in die richtige Bahn wieder gelenkt werden. Von hier aus, ja, ein großes Dankeschön. Auch an jeden, der meine FIFA-Karrieren verfolgt hat. Die letzten Jahre, es war, glaube ich, immer gute Unterhaltung. Ich glaube, ich habe versucht, das so gut es geht rüberzubringen. Und von daher würde ich sagen, smash nochmal den Like-Button. Ein letztes Mal für die letzte FIFA-Karriere-Folge. Die nächsten Folgen werden dann mit EA Sports verbunden sein. Auch da wird dann in naher Zukunft das Umfragevideo starten. Dieses Abstimmungsvideo, was ich jedes Jahr mache. Und von daher seid gespannt. Macht's gut. Ciao, ciao und vielen, vielen Dank für alles.